Corvette Stingray, Lexus LC500 sind Sportcabrios mit V8-Motor. Da haben wir einen 5 Liter V8 im Lexus LC500 und einen 6,2 Liter V8 in der Corvette Stingray. Wir sind heute als Testteam unterwegs. Yes. Let's go! Also erstmal voll tanken. Unfassbar, das ist V8 in Reinkultur. Die schnelle Runde, da quetschen wir die Autos aus. Come on! Wo geht das Verdeck zu? Bei Cabrios habe ich wirklich so ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Cabrio fahren, Aber ihr ich werdet habe es nicht kein glauben. Cabrio. Ich finde Cabrios nicht so cool. Diese Geräusche, das ist sowas, das brauche ich jetzt nicht. Erster Eindruck, Cabrio fahren, wird das noch was mit dir und Cabrios? Das ist einfach scheiße. Können wir dich noch irgendwie für Cabrios begeistern? Ich hasse es einfach nur. Und es bestätigt mich einfach dabei, dass Cabrios nichts in meiner Sammlung zu suchen haben. So, lieber Matthias, jetzt erklär mir mal, warum magst du keine Cabrios? Es gibt mehrere Punkte. Erstens, so wie wir es hier stehen haben, Corvette Stingray, Lexus LC500 sind Sportcabrios mit V8-Motor. Macht für mich eigentlich keinen Sinn, weil ein Sportwagen ist ein Sportwagen und kein Cabrio. Und der zweite Punkt, der mich am meisten stört, ist tatsächlich, dass man so angeglotzt wird. Das, was viele Leute wirklich mögen, ja, dass man sagt, so, ah, guck mal hier, jetzt habe ich es geschafft, kann mir ein dickes Cabrio leisten. Ne? Und das zeige ich dann auch im Dorf. Genau das ist das, was ich nicht so gerne mag. Was ich aber schon mag, und damit sind wir schon beim Thema, sind Autos mit V8-Motoren. Da haben wir einen 5 Liter V8 im Lexus LC500 und einen 6,2 Liter V8 in der Corvette Stingray. Also richtig geile Cabrios. Und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Grip-Folge, in der wir klären, Punkt 1, welches ist das geilere Cabrio, Ja. Lexus oder die Stingray? Und können wir den Typen davon überzeugen, dass Cabrios eigentlich richtig geil sind? Okay, wir sind heute als Testteam unterwegs. Yes. Let's go. Welches Auto nimmst du? Ah, ich nehme mal die Stingray, die schaut so geil Nimm mal. sportlich aus. Die zwei Autos, die heute am Start sind, sowohl der Lexus als auch die Corvette, noch nie Berührungspunkte gehabt, also richtige Exoten. Ultra seltene Autos. Wir haben beim Kraftfahrtbundesamt ja angefragt, wie viele Autos sind denn verkauft worden. Vom Lexus LC500 sind 2023 im gesamten Jahr in Deutschland 78 Stück verkauft worden. 78. Das ist Und gar von der nichts. Corvette wissen wir es nicht, weil die Corvette wird quasi nicht einzeln aufgeführt, sondern ist bei Sonstigen dabei. Dieses Cabrio-Thema passt zu dem Lexus viel, viel besser als zur Corvette. Weil die Corvette ist ein Sportwagen. Wenn ich einen Sportwagen haben will, dann ist der geschlossen. Aber rein von Zahlen, Daten, Fakten spricht einmal alles für die Corvette. Was die Sportlichkeit anbetrifft. Ne? Er ist leichter, er ist stärker, hat mehr Hubraum. Er wird beim Verbrauch sehr wahrscheinlich auch Vorteile haben, schätze ich jetzt mal, weil die Corvette ist extrem sparsam, wenn man langsam damit fährt, glaubt man nicht. Wo aber der Lexus punkten kann, ist natürlich im Thema Verdeck, Komfort und solche Sachen. Autos wie diese mit sehr großen V8-Motoren wird es bald nicht mehr geben. Dazu bieten immer weniger Hersteller ein Cabrio an. Dieses Duell ist wahrscheinlich das letzte seiner Art. Welches Auto bekommt am Ende vom Grip-Test-Team die meisten Punkte? Laura startet in der Corvette. Meine ersten Meter in der Corvette Stingray, 482 PS, von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden, VMAX 296 km/h. Die Corvette kostet in der günstigsten Ausstattung rund 110.000 €. Der Lexus in der Ultimate Edition ist zwar praktisch voll ausgestattet, kostet aber auch knapp 142.000 €. Wir sitzen im Lexus LC500, ein Luxus-Sport-Cabrio mit einem großen V8. Das Ganze hat 464 PS. Wir gehen in 4,6 Sekunden von 0 auf 100. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 270 Stundenkilometern abgeregelt. Boah. Junge, ist das ein Klang. Das ist unfassbar. Das ist V8 in Reinkultur. Du spürst halt wirklich alles. Also merkst, es ist ein Sportwagen. Das Fahrwerk sagt, ich bin ein Sportwagen, übertragt wirklich jeden noch so kleinen Höcker da rein, jede noch so kleine Erhebung, jedes noch so kleine Schlagwerk kriegst du halt hier direkt rein. Es ist jetzt nicht unkomfortabel,
der Lexus ist ganz sicher komfortabler. Also vom Komfort bin ich restlos begeistert. Ganz im Ernst, das ist grandios. Das Auto zittert nicht. Cabrios haben oft das Problem, ja, weil sie eben nicht so verwindungssteif sind, dass sie dann so zittern. Und dann merkst du so hinten, der Verdeckkasten wackelt dann so oder sowas. Auf solchen Straßen hier gerade, also sehr, sehr entspannt. Die Corvette war der Favorit des Grip-Test-Teams. Doch schon auf den ersten Metern überrascht der Lexus positiv. Ist der Ausgang des Duells doch nicht so klar? Erste Challenge. Wir schauen uns mal den Verbrauch an, gell? Korrekt. Also erstmal voll tanken. Ja. Und dann werden wir quasi während des gesamten Drehs immer den Verbrauch mitlaufen lassen. Also egal, ob wir Drag Race machen, über die Landstraße fahren, ob wir ins Hotel fahren oder zum Abendessen, ganz egal. Es wird immer gleich viel gefahren. Und am Ende wissen wir dann, wer hat besser einen Verbrauch. Zahlen, Daten, Fakten am Papier. 12,1 Liter. Ja. Lexus ein bisschen sparsamer mit 11,7 Liter. Ja. Ob es dann wirklich so sein soll, werden wir dann sehen über die Was hat Challenges. einer bis jetzt angezeigt? War eine sehr kurze Strecke, sehr intensiv, sehr sportlich. Ich habe gar nicht nachgeschaut, ehrlicherweise. Ich habe 25,3 gerade draufstehen. Ja, Knapp an der Werksangabe. ganz knapp. Na, aber wir nullen jetzt mal alles. Wer am Ende der ganzen Challenges weniger verbraucht hat, bekommt den Punkt. Genau, so schaut's Passt. aus. Also, So, feinster Stoff. Die Herstellerangaben sind Minimalwerte, unter Idealbedingungen ermittelt. was glaubst du, wer am Ende des Tages den günstigeren Verbrauch haben wird? Ich tippe mal auf den Lexus. Tendierend, nicht nur wegen der Werksangabe, sondern einfach auch wegen Hubraum etc. Ich habe das Gefühl, Lexus wird sich ein bisschen weniger holen als die Corvette. Ich glaube, dass die Corvette richtig reintankt. Ich glaube, das Gegenteil wird der Fall sein. Ich glaube tatsächlich, dass die Corvette, wenn sie will, und wenn man sie lässt, dann kann sie ultra sparsam fahren. Ja, und das ist natürlich jetzt das Spannende, weil wir legen es natürlich null drauf an, Genau. dass sie sparsam fährt. 0,0. Null. Also wir hauen richtig rein. Ja. Und dadurch, dass ich tendiere dazu, dass wir aus der Corvette deutlich mehr rausbekommen werden, glaube ich halt auch einfach, dass die mehr verbraucht. Ja, kann auch gut sein. Neben dem Messen des Verbrauchs müssen sich beide Autos außerdem bei einem Drag Race beweisen. Das Testteam checkt, wie schnell die Cabrios oben ohne sind und in welchem Wagen man komfortabler und vor allem leiser unterwegs ist. Ach ja, da war ja noch was mit Matthias und Cabrios. Wie ist der erste Eindruck? Erster Eindruck, sehr komfortabel, sehr gemütlich. Und ich muss wirklich sagen, dass es mir schon ein bisschen Spaß gemacht hat. Weil Meine es, Damen und Herren, ich sage dir was, ich sage dir auch der warum. Cabrio-Hasser. Ja, ich sage dir auch warum. Hat die keiner anglotzt, oder was? Ja, erstens das, weil wir nur auf der Landstraße waren. Und zweitens ist das Auto sehr komfortabel, Ja. hat ein sensationell gutes Fahrwerk, hat einen ultra schönen Sound. Und es passt einfach zum Cabrio mehr, wenn es nicht so sportlich ist. Warte mal ab. Und, Vor mit und, der Corvette und dann schauen wir. Laura, vollgetankt ist, genullt Yes. ist auch. Yes. Tausch mal einmal. Ja, unbedingt, nachdem du so schwärmst. Let's go. Enjoy it. Yes. Beide Cabrios haben fast 500 PS und einen enormen Vortrieb. Doch wie viel bleibt von den großartigen Werten in der Realität übrig? Wer ist hier ehrlicher zum Kunden? Ah, das schmeckt aber. Es geht auf in die nächste Challenge. Wir machen einen Drag Race. Richtig. Und zwar kein klassisches Drag Race, Auto gegen Auto, sondern wir schauen, welches Fahrzeug jeweils am nächsten an die Werksangabe rankommt. Genau, Werksangabe liegt bei der Corvette bei 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Ultratraktion wegen Mittelmotor, der drückt hinten schön auf die Hinterachse Ja, drauf. ja. Und deiner braucht 4,6. 4,6 Sekunden ist natürlich ein Frontmotorkonzept, gell? Genau. Muss man ganz eindeutig sagen, dass der Traktion natürlich weggenommen wird. Schwierig. Schwierig. Wiegt auch 2,1 Tonnen, während die Corvette nur 1,7 wiegt. Das Ein sind extremer einmal- Unterschied. Ja, das sind also 300-400 Kilo. Das ist krass.
Deswegen machen wir ein Drag Race, was nicht darum geht, wer ist schneller, weil das wissen wir jetzt schon, dass die Corvette schneller ist. Wir wollen rausfinden, wer kommt näher an die Werksangabe ran. Richtig. Werksangabe, muss man jetzt auch dazu sagen, wird unter Idealbedingungen gefahren. Richtig. Das haben wir halt gar nicht so weit weg. Ja. Top Asphalt, Ja. top Wetter, temperaturtechnisch, Passt einigermaßen. alles einmal warm. Wir müssen nur die Reifen warm fahren. Wir müssen die Reifen warm fahren. Genau. Los geht's. Passt. Trocken, knapp 20 Grad, kein Wind. Dazu neue Reifen, die jetzt auch noch warm gefahren werden. Schon ziemlich nah an idealen Bedingungen. Weiterhin nicht ideal ist für Matthias eine Fahrzeugkonstruktion ohne Dach. Ich hasse es einfach nur. Diese Cabrios wirklich, ohne Quatsch. Dafür ist ein Cabrio nicht gemacht. Es ist viel zu laut hier drin. Viel zu windig. Ich werde viel zu viel abgelenkt tatsächlich auch. Weil du bist natürlich nicht so fokussiert, wenn du die ganze Zeit über die Windgeräusche nachdenkst und so. Auch wenn du nicht drüber nachdenkst. Du hörst weniger, was macht der Reifen? Was macht mein Motor? Wann muss ich schalten? Bin ich schon vor dem Drehzahlbegrenzer oder kommt der noch? Keine Ahnung. Das ist einfach, es ist nicht optimal. Der Verbrauchscheck läuft den ganzen Tag über. Aber wie lautet der erste Zwischenstand vor dem Drag Race? Werksangabe der Corvette 12,1 Liter, 11,7 Liter nimmt sich der Lexus. Laura, bevor wir jetzt richtig loslegen, einmal kurz Vergleich der Verbräuche. Ich liege bei 25,2. Oh la la, 23,5. Der ist halt doch jetzt aktuell noch sparsamer. Ja, habe ich wohl falsch gelegen, ne? Dass ich Verdacht hatte, dass die Corvette vielleicht ein bisschen sparsamer sein könnte. Ja, aber jetzt die spannenden Verbräuche kommen ja erst jetzt mal noch mit richtig Gas geben. Und dann bin ich gespannt, wer mehr braucht auf Vollgas. So, Und, alles warm? alles warm. Okay. Alles perfekt. Du hast hier schön Launch Control, gell? Ich habe Launch Control. Ja, nix. Einloggen, abwarten, bis man auf 100 ist. Bei mir nix hier Launch Control, aber schauen wir mal. Eine Launch Control optimiert durch technische Steuerung der Kupplung und Schaltung die Beschleunigung aus dem Stand. Der Faktor Mensch spielt dann kaum noch eine Rolle. Diese Werte, die man da immer so schön liest, 0 auf 100, optimaler Verbrauch etc., werden unter perfekten Bedingungen gemacht. Ja. Perfekte Reifen, perfekter Asphalt, perfekte Temperaturen und. Also da wirklich jeder Hersteller schaut, dass er das Maximum rausholt. Deine Erwartungshaltung, was müssen die zwei Fahrzeuge liefern? Also für mich ist, wenn er 3,6 macht, schlecht. Ja. Also meiner muss 3,5 machen, deiner muss 4,6 machen, weil die Bedingungen heute echt gut sind. Ja. Aber wenn sie die Zeiten nicht hinkriegen, die der Hersteller angibt, dann ist es eine 100%ige Enttäuschung. Bin ich ganz bei dir. 4,6 Sekunden verspricht Lexus. 3,5 Sekunden sind es bei der Corvette. Werden die Erwartungen erfüllt oder enttäuscht? 3, 2, 1, go! Komm schon! Bam! Junge, das ist so krass, wie das Auto nach vorne schießt. Der findet ja gar keine Traktion. Krass! 200 nach 13 Sekunden. 240. 250. Ich bin enttäuscht. 5,67 Sekunden von 0 auf 100. Das ist halt einfach fast eine Sekunde langsamer als Werksangabe. Und man hat so richtig gespürt, wie das ganze Fahrzeug jetzt so sich komplett windet, Traktion sucht. Am Gas spielen hilft nichts, gar nichts. Krass. Zur Erinnerung, Lexus verspricht 4,6, Corvette 3,5 Sekunden von 0 auf 100. So, Laura. Alter, ich sag's dir, ich bin gerade richtig enttäuscht. Ich habe gesehen, Ich bin gerade, ich könnte gerade heulen, weil mir das so weh tut. glaube ich dir.
Als ich in den Rückspiegel geguckt habe, das war ungefähr nach 20 Metern, hast du gefühlt noch da gestanden und hast blaue Rauchschwaden aus deinen Radkästen hinten rausgeschmissen. Was sehr schön aussah, aber sehr langsam war. 5,67 Sekunden. Das ist eine Sekunde langsamer als Werksangabe. Hey, der hat sich da reingearbeitet am Gas, egal was du probierst. Ja. Du findest, er fühlt gar nichts. Es ist einfach die Kombi, Frontmotor plus Heckantrieb, killt den einfach. Ja. Plus keine Launch Control. Nichts. Ich meine, man muss ehrlich einmal sagen, die Bedingungen sind jetzt nicht so, dass das Auto eine Sekunde hinter Werksangabe liegen dürfte. Gar nicht, weil wenn du gleich meine Zeit hörst, dann wirst du wissen, warum. Alter, ich will nicht einmal wissen. Ich weiß nicht einmal, wo du warst am Ende. Ich habe nicht einmal mehr was gesehen. Der Tränenschimmer in meinen Augen. Na, erzähl. 0 auf 100 habe ich gebraucht 3,6 Sekunden. Es hat sich angefühlt wie 3 Sekunden, ganz im Ernst. Die hat einmal hier ganz kurz gemacht und ab da hat er sich gesetzt. Traktion, Motor hinten auf dem Boden und dann BAM! Das war richtig schön. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich habe vorher gesagt, 3,6 wird mich enttäuschen. Ja. Aber vor dem Hintergrund, was du hier geliefert hast, würde ich sagen, 3,6 ist der absolute Winner. Eine Sekunde weg ist halt, die Bedingungen waren eigentlich echt absolut okay. Ja. Und es muss eigentlich besser funktionieren. Ja, keine Launch Control, ja, hin und her, aber es war alles warm, es hätte besser funktionieren müssen. Also, Punktevergabe. Dieser Punkt geht eindeutig an die Corvette. Einmal kurz Verbrauch checken und dann vor allen Dingen das Verdeck. Wir machen erst das Verdeck zu, weil es regnet. Und zwar richtig. Ah! Wo geht das Verdeck zu? Ja, so, Laura, einmal den Verbrauch, bitte. 26,5 Liter, schreckt mir jetzt gar nicht so. Wie schaut es bei dir aus? 28,7. Ja, also Säufer ist die Corvette definitiv stärkerer, aber sie bringt halt auch einfach deutlich mehr Speed auf den Boden, muss man halt einfach einmal so sagen gerade, gell? Corvette und Lexus in der offenen Variante. So viel gemeinsam, aber dennoch so unterschiedlich. Einen großen V8-Motor mit fast 500 PS haben beide. Doch wo der Lexus auf Komfort setzt, versucht die Corvette mit Sportlichkeit zu punkten. Ist das ein Nachteil bei der nächsten Aufgabe? So, Laura, jetzt geht es ums Eingemachte. Es geht jetzt tatsächlich um die Verdecktechnik. Wir probieren jetzt gleich einmal aus, welches Fahrzeug schneller ist beim Öffnen. Okay. Beide können bis 50 km/h auch während der Fahrt. Aber wir machen es jetzt hier im Stand, weil wir da besser einfach stoppen können. Und dann geht es darum, welches Verdeck bietet den besseren Komfort, wenn es offen ist. Also wo ist es windstiller und wo ist es vor allen Dingen leiser. Vor allem leiser und wir messen es tatsächlich mit diesem Gerät. Gleiche Geschwindigkeit, gleicher Gang, gleiche Stelle. Du darfst messen. Genau, wir sagen 100 km/h, oder? Genau, 100 km/h, das passt. Bevor wir jetzt aber messen, schauen wir uns noch mal an, wie schnell das jeweilige Verdeck aufgeht. Genau. Und ein entscheidender Unterschied, Hardtop, Fetzendachel. Fetzendachel. Ich sag Fetzendachel. Ein Stoffverdeck. Stoffverdeck, Okay. genau. Lexus verspricht die Öffnung des Softtops in 15 Sekunden. Bei der Corvette soll sich das Hardtop in 17 Sekunden zusammenfalten. Okay, Bist du soweit? ja. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Boah, es dauert schon 2 Sekunden, bevor es überhaupt Da anfängt. passiert aber gar nichts. Also Corvette verspricht tatsächlich 17 Sekunden. Ja. Und? Es sind 14,5. Wow. Das geht richtig schnell. Also als nächstes Lexus. Als nächstes Lexus. Also das geht sehr, sehr schnell, ne? Bei so einem komplizierten Dach finde ich 14,5 Sekunden kann man so stehen lassen. Nämlich in 15 Sekunden ganz offen. Mach an den Motor schon mal. Oh. Auf die Plätze, fertig, los. Wow. Okay, geht Instant. sofort los. Heckflügel ausfahren, Ole. Verdeck einklappen, Heckflügel wieder zuklappen. Und zack. 14,21. Und er macht automatisch die Scheiben hoch. Das habe ich jetzt nicht mehr mitgestoppt, weil das hat der Corvette nicht gemacht. Ja. Es waren 14,21.
14,21. Ich glaube, man kann sagen, gleich schnell. Ja. Ja. Oder? Gleich schnell, nur der macht halt die Scheiben dann auch noch zu, wahrscheinlich so in 15 Sekunden. Also minimales Komfort plus. Ja, ja. Ich würde sagen, wir fahren los, oder? Ja, jetzt fahren wir los. Setz dich rein. Ah. So. So. Okay. Frage ist natürlich, was machen die Geräusche? Genau. Ne? Wind ist ja das eine. Kann natürlich bedeutend sein, dass es viel Wind gibt. Ja. Aber die Geräusche werden am Ende entscheidend sein. Deswegen müssen wir mal gucken. Einfach. Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube schon, dass der Lexus komfortabler ist, weil er einfach wirklich komplett windstill ist. Das habe ich so in einem Cabrio, glaube ich, fast noch nie erlebt. So, wir starten jetzt gleich die Messung. Dafür werden wir natürlich aufhören zu reden. Du beschleunigst auf 100 schön. Und ich starte jetzt die Messung. Okay, also wir sind jetzt, keine Ahnung, 500 Meter gefahren, 100 km/h, 81,0 dB. Was ich sehr entspannt finde. Super. Es war super leise eigentlich. Ja. Du willst ja, wenn du mit offenem Verdeck fährst, auf der Landstraße, dann willst du entweder dich unterhalten oder Musik hören oder irgendwie halt das genießen. Und Genau. wenn du dann ständig, also wir reden ja dann nicht von Motorgeräuschen, sondern Abrollgeräusch, Reifen und Wind. Das wäre ja das, was störend wäre und unangenehm. Und davon hat er gar nichts. Gar nichts. Also wirklich überhaupt nichts. Und ich finde, der beste Indikator für Wind sind meine Haare. Ja, perfektes Messgerät. Eigentlich besser als das hier. Besser als das hier. Der Lexus hat mit perfektem Cabrio-Komfort vorgelegt. Kann die klar sportlichere Corvette hier mithalten? 81 Dezibel entsprechen übrigens dem Wert eines lauten Staubsaugers. Du beschleunigst auf 100 und dann sind wir ruhig. ...81,4 dB. 1 dB nur. 0,4 dB lauter. 0,4 dB lauter. Was wahrscheinlich daran liegt, dass es hier in der Mitte ist der ruhigste Punkt. Weil die Windgeräusche kommen von hier und von da. Ja. Neben deinem Ohr und neben meinem Ohr. Also ich fand es hier wesentlich lauter. Vielleicht hat man es auch auf dem Mikro gehört. Wirklich subjektiv viel, viel lauter. Und zwar bei 70. Bei 70 ist die Corvette schon so laut wie der Lexus bei 100. Ja, also ich finde schon, dass ein deutlicher Unterschied ist. Also sehr viel deutlicher als 0,4 dB auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde, meine Haare sind da eigentlich wirklich so das beste Messgerät. Ja. Die zeigen gut die aerodynamischen Verwirbelungen da erinnern. Ja, aber ich habe es jetzt viel wilder erwartet. Naja, wir sind ja vorher mal so gefahren. Ah ja, okay. Okay, verstehe. Warte, schau mal, die zweite Seite macht auch noch mit. Also wenn wir schnelle Runde fahren nachher, dann solltest du definitiv ein Haargummi mitnehmen. Ja, werde ich machen. Und hat Matthias seine Meinung zu Cabrios inzwischen schon geändert? Also Matthias, wie schaut's aus? Können wir dich noch irgendwie für Cabrios begeistern? Na, zu der Frisur kannst du doch nicht Nein sagen, ganz ehrlich. Matthias ist noch nicht vom offenen Fahren überzeugt. Aber konnte eines der Autos das Testteam in der Kategorie Fahrkomfort überzeugen? Ich denke, wir haben, was den Komfort betrifft, ein absolut eindeutiges Fazit. Absolut eindeutiges Ergebnis. Wir hatten Ja. 81 dB im Lexus und 81,4 in der Corvette. Also 0,4 Eigentlich gar kein Unterschied. Also Ja. nichts eigentlich. Im Messgerät. Ja. In dem Messgerät hier sah es ganz anders aus. Die Löckchen flogen ihr um die Nase von beiden Seiten. Und es war einfach viel, viel windiger Ja. und auch viel, viel lauter. Ja. Das Messgerät hatte ich in der Mitte positioniert
wo tendenziell der ruhigste Punkt ist. Wir haben wirklich nicht starke, aber schon präsente Windgeräusche jeweils am rechten und an Ihrem linken Ohr gehört, nämlich oben von der Scheibe. Ja. Da pfeift es tatsächlich, also es pfeift nicht, da rauscht es tatsächlich rauscht einfach. in der Corvette ziemlich laut. Und das ist bei 100 noch okay, aber bei 120, 130, glaube ich, wird es relativ unangenehm. Ja, auf Dauer wird es vor allem unangenehm. Ja. Wenn du sagst, du willst irgendwo hincruisen, du nimmst dein Cabrio, machst eine schöne Sonntagsausfahrt, fährst irgendwo auf ein Eis, fährst irgendwo an den See. So, wir müssen jetzt den Punkt vergeben. Ja, Genug gelabert. Punkt Wer kriegt geht den Punkt? An den Lexus. Genau. Ganz eindeutig, Eindeutig. für Komfort. Der Ausgleich für den Lexus. 2 Punkte sind noch zu vergeben. Weiter geht es mit der wahrscheinlich härtesten Aufgabe. So, jetzt geht's um die Wurst. Es ist angerichtet. Schnelle Runde steht an. So, Gripodrom. Alles unter einer Minute ist Weltklasse. ja. Ja. Ich fürchte nur realistischerweise, dass es sich nicht ausgehen wird, zumindest für einen von den beiden. Ich glaube, die Corvette braucht auch länger. Ja, ja, aber wir machen schnelle Runde. Genau. Du holst alles raus, was geht. Natürlich. Punkt geht selbstverständlich an das Fahrzeug, das die schnelle Runde in kürzerer Zeit bewältigt. Das also ist der einfachste Modus, den wir machen können, genau. richtig. 482 zu 464 PS, 5 Liter Hubraum zu 6,2 Liter Hubraum. 2,1 Tonnen gegen 1,7 Tonnen. Genau. Beim Lexus, beim Warmfahren, habe ich jetzt aber so gemerkt, schon bei schnellen Lastwechseln, wirklich so beim Reifenaufwärmen und so, hast du schon gemerkt, es sind einfach 2,1 Tonnen, die du in der Kurve irgendwie bewegen musst. Und die kannst du einfach nicht wegbeamen. Das ist so. Die kannst du nicht wegmachen. Es ist einfach so. Genau, du brauchst einfach mehr Zeit, um Ja. das große Gewicht von der einen in die nächste Kurve zu tragen. Genau. Das dauert einfach. Das dauert. Wir werden jetzt gleich sehen, welche unterschiedliche Ausprägungen Autos mit ca. 500 PS haben können. Richtig. Das wird sehr spannend. Bitte nehmen Sie Platz. Lexus fängt an, ne? Ja, Lexus fängt an. Oh, Bitte. danke sehr. Schau. Richten Sie sich optimal ein. Wohnen Sie nicht dran. Hey. Die schnelle Runde verlangt einem Auto alles ab. An diese Grenze stößt im Alltag niemand. 2 Kilometer lang ist das legendäre Gripodrom und ganz klar nicht das Terrain des Lexus. Was kann er dennoch liefern? Jede Zeit unter einer Minute ist sensationell. Schnelle Runde wird gestartet. Ja, das hat, glaube ich, nichts gekostet. Da tanzt das Heck. Ja, das ist schon ein gescheiter Querschläger. Hey. Also er lässt sich gut kontrollieren. Ja, so ein bisschen mehr Druck. Ein bisschen mehr Druck wäre gut. Ich schätze jetzt mal, die Corvette wird 3 Sekunden schneller sein. Ja, würde ich auch sagen. Und Was das sehr ist dann viel schon ist. eine Hausnummer. Also 3 Sekunden ist dann schon eine Welt. Noch ist die Corvette nicht gefahren. Überrascht der Lexus das Testteam vielleicht doch noch mit einer Zeit, die sie ihm nicht zugetraut hätten? Jawohl! Aber Also, nicht schlecht. 1 Minute 3,9. Das ist fix. Das ist echt okay. Das Also ist wirklich in Ordnung. 103,94. Ja, Die Rundenzeit ist echt okay. ja. Und ich bin jetzt gar nicht mehr so überzeugt, dass die Corvette das... Also 3 Sekunden, Ich habe glaube ja gesagt nicht, 3 dass Sekunden. sie holt. Ja? Ja, ja, bin ich bei dir. Weil das ist echt nicht schlecht. Aber was war jetzt so das für dich Überraschendste? Das Überraschendste ist, wie sauber er fährt, wie schön er die Gangwechsel vollzieht, Ja, wie gut die Bremse performt. Die schnelle Runde ist wirklich, da quetschen wir die Autos aus, so wie das fast niemand auf der Landstraße machen würde. Und wenn du mit dem Lexus flott über die Landstraße fährst, du wirst nicht denken, was ist denn das für ein langsames, irgendwie teigiges Auto. Weil das Fahrwerk ist gut, das ist echt super. Komfortabel und gleichzeitig sportlich. Das Ganze mündet in einer Rundenzeit von 1 Minute 3 Sekunden,94. echt in Ordnung. Also das ist alles, was unter einer Minute ist, sehr, sehr gut. Und alles, was drüber ist, ist eher so ein bisschen naja. Aber 1,03 für so einen schweren Koffer finde ich vollkommen in Ordnung.
Ich bin sehr gespannt, was die Corvette jetzt macht. Richtig, ich auch. Ich fürchte keine 3 Sekunden. Das, was ich prognostiziert habe, 3 Sekunden, wird auf jeden Fall schwer, glaube ich. Hätte ich genauso gedacht. Aber schauen wir mal, was rauskommt. Okay. Bitte. Let's go. Alles andere als ein klarer Sieg für die Corvette wäre eine Schande. Der Lexus hat allerdings deutlich besser als erwartet vorgelegt. Scheitert die Corvette an den hohen Erwartungen? Jawohl. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Wow, okay. Wow, hat er schön runtergebremst. Jetzt die ganzen 482 PS. Los, bitte, los, Junge! 203. Aber schön. Wow. Ey, das ist so schön, wie du das Auto positionieren kannst. Es ist wirklich sensationell gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Die Fahrbarkeit von dem Koffer ist sensationell. Krass. Ist wirklich gut. Das ist noch schneller. 59,53. Wir sind unter einer Minute. Chicken Bam! Krass. Mega Runde, Matthias. Mega Runde. Alter Schwede. Das hier ist ein Werkzeug, hä? Laura? Also wir haben hier 10396 gebraucht. Richtig. Und die Corvette hat gebraucht, Laura? Die Corvette hat gebraucht 59,53. Unter einer Minute. Das sind einfach mal fast 4,5 Sekunden. Genau, das ist eine Doppelklatsche. Und man sieht, beide Autos haben fast 500 PS. Kleiner V8. Unterschied bloß. Und trotzdem sind die so weit auseinander, weil ihre beiden Charaktere so unterschiedlich sind. Normalerweise bin ich natürlich immer auf der Seite des absoluten Siegers des Sportwagens. Ja, weil wenn es um Sportlichkeit geht, geht es um die schnelle Runde. Und wer da verkackt, hat gelost. Ciao. Aber hier geht es um Cabrios und um Luxus. Und das kann der Lexus wirklich besser. Du hast irgendwie mehr Platz, das ist irgendwie luftiger im Innenraum. Die Windgeräusche sind weniger, die Haare bleiben gerade. Also es ist wirklich vom Gesamtkonzept her das schönere Cabrio. Absolut. Wenn du beides haben willst, Sport und Cabrio, dann musst du die Corvette nehmen, gar keine Frage. Laura, Punktevergabe bitte. Also mit einer Zeit unter einer Minute holt sie die Corvette glasklar diesen Punkt. Genau, damit steht es 2:1. Bleibt noch die Frage nach dem Verbrauch. Zur Erinnerung, gemessen wurde den ganzen Tag über. Lexus gibt offiziell 11,7, Corvette 12,1 Liter an. Schauen Sie doch mal bitte ganz kurz beim Lexus, was der Verbrauch sagt. Das mache ich sehr gerne. Hier sieht es, glaube ich, schon sehr, sehr dunkel aus. Jetzt ist natürlich die Frage, Laura, wer kriegt jetzt den Punkt, der mehr verbraucht hat oder der weniger verbraucht hat? Sehr witzige Frage, aber Entschuldigung, der weniger verbraucht hat. Also ganz eindeutig. Okay, aber fang du an. wenn du schon mal so anfängst, dann glaube ich, dass deiner mal richtig gesoffen hat, da, die Also- Corvette, gell? Hat deiner mehr als 20 Liter verbraucht? Ja. Alter, Okay. wir sind schnelle Runde gefahren. Ja, ja. Natürlich. Hat er mehr als 25 Liter verbraucht? Ja. Mehr als 27 Liter? Ja. Mehr als 28? Ja. 28,9 Okay, krass. Liter. Meiner hat noch mal 2 Liter mehr gebraucht, 30,9. Krass, so viel zur sparsamen Fahren. Ich meine, wir haben natürlich jetzt auch rausgeblasen, was ging. Ja, also, Aber daran sieht man ja auch mal, wir wollten es auch mal zeigen, ja, was verbraucht so ein Auto denn wirklich unter Druck. Ja. Aber der Lexus kriegt den zweiten Punkt. Und damit ist es Richtig. tatsächlich unentschieden. Das hier ist das sportlichere Auto. Ja. Das krassere. Er ist ein bisschen windig. Der Motor hängt geiler am Gas. Der Sound ist krass. Und das da ist der Luxuskollege, der aber auch nicht langsam ist. also auch noch sportlich ist, aber komfortabler ist, ein bisschen mehr Luxus hat und den sich ein Matthias Malmedy, falls er sich denn je ein Cabrio kaufen würde, anschaffen würde. Könnte ich mir definitiv vorstellen. Welchen nimmst du mit? Nehmen wir einen Lexus. Alles klar. Schönen Sonntag noch. Schönen Sonntag.
Hi! Danke, dass du unser Video angeguckt hast. Wir hätten richtig gerne, dass du unseren Kanal abonnierst, die Glocke natürlich aktivieren, lass ein Like da, kommentier irgendwas, was ich wieder falsch gemacht habe. Los, bitte los, viel Spaß und wenn du noch Bock hast, guck dir das Video von der letzten Woche an. Hier oben geht's zum Video.